Diesmal möchten wir uns diesen Oszillator hier anschauen. Das ist der MACD-Oszillator und der ist ziemlich beliebt. Er wird in einem separaten Fenster hier unter den Kerzen angezeigt und wir schauen uns jetzt einmal an, wie man für das Hauptsignal vom MACD den Wert berechnen kann. Ein separates Diagramm unterhalb des Kerzencharts zeigt den MACD-Oszillator. Er hat zwei Werte, die jeweils einen Signalwert anzeigen. In diesem Fall wollen wir das Signal für die Hauptlinie herausfinden. Dazu erstellen wir eine neue MQ4-Datei und legen sie in demselben Verzeichnis ab wie die anderen Dateien des Platin Systems. Der Name der Datei ist CheckEntry MACD MQ4 und sie hat nur eine Funktion namens CheckEntry. Diese Funktion errechnet die Kauf- und Verkaufssignale für unser System und sendet sie zurück. Oszillatoren sind eigentlich nicht dazu da, Signale zu senden. Sie werden vielmehr dazu verwendet, andere Signale zu bestätigen oder auszufiltern. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht verwenden können. Denn alles, was wir für unser Handelssystem brauchen, ist ein klares Einstiegssignal. Zunächst wird das Signal in eine Variable vom Typ String eingefügt. Aber wir weisen ihm vorerst keinen Wert zu, da wir es jetzt berechnen müssen. Das können wir mit der integrierten Funktion iMACD tun. Sie wird mit MQL4 geliefert und wir müssen einige Parameter übergeben. Die ersten beiden Parameter sind für das aktuell ausgewählte Symbol im Chart und den aktuell ausgewählten Zeitraum in diesem Chart. Es folgen 3 weitere Werte, um den Zeitraum für den schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, dann den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und den Signalzeitraum zu definieren. Die Werte sind 12, 26 und 9, da dies die Standardwerte für den MACD-Oszillator sind. Dann müssen wir festlegen, dass wir das Ergebnis auf der Grundlage des Schlusskurses berechnen möchten. In diesem Beispiel verwenden wir den Modus MINE, um das Hauptsignal für den MACD-Oszillator zu berechnen. Und der letzte Wert ist 0, da es sich um einen nicht benötigten Shift-Wert handelt. Jetzt können wir das Signal mit Hilfe des MACD-Wertes berechnen. Wenn dieser Wert größer als 0 ist, wollen wir verkaufen, also weisen wir unserem Signal das Wort Sell zu. Wenn das passiert, wenn der Wert kleiner als 0 ist, bedeutet das, dass wir kaufen wollen. Also vergeben wir dem Signal das Wort Buy. Und wenn unsere Funktion fertig ist, wollen wir das MACD-Signal zurück an unser Hauptmodul senden, das die Funktion ONTIC hat. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Einstiegssignaldatei zu speichern, aber Sie müssen sie nicht sofort kompilieren. Die Kompilierung erfolgt im Hauptmodul, aber ehe Sie das tun, müssen Sie die Include-Anweisung für das Entry-Signal finden und sie so ändern, dass unsere neue Datei CheckEntry-MACD.MQ4 verwendet wird. Sie können andere Einstiegsmodule ausschalten, indem Sie 2 Schrägstriche an den Anfang einer Zeile setzen. Übrigens können Sie diese Einstiegssignaldatei auch in Ihrem eigenen System verwenden, wenn Sie eines haben. Drücken Sie dann F7 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Kompilieren, um Ihr Hauptmodul und die zugehörige Einstiegssignaldatei zu kompilieren. Es sollten keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Wenn Sie Probleme haben, sollten Sie vielleicht den Premium-Kurs kaufen oder sich eines der Einsteigervideos ansehen, um zu lernen, wie es funktioniert. Okay, wenn alles gut funktioniert hat, dann sollten Sie den MACD jetzt als Einstiegssignal für Ihr eigenes System oder für das Platin-System nutzen können. Das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.